Meine Kinder würden jetzt sagen, das bewegt sich so wie Transformers ein bisschen. Ja, das klingt auch ein bisschen so. Der Eingriff hier, den das Gerät macht, ist wiederholgenauer als ein klassischer Eingriff von Menschenhand. Ja, genau. Also wir haben einmal komplett sterilisierte Anlage. Also es ist wiederholgenau, es ist sehr präzise. Es kann auch verschiedene Plattentypen von verschiedenen Herstellern akzeptieren. Und du hast halt nicht die Gefahr, dass irgendein Mensch einen Fehler daran macht. Das Problem, das häufig auftritt bei diesen langen Expositionszeiten, ist, dass jemand mal die 4 Stunden verpasst und das Gerät die Platte liegt länger aus oder weniger lang oder jemand ist gerade am anderen Ende der Anlage und merkt, dass er jetzt eigentlich da drüben die Platte einsammeln müsste oder sowas. Solche Sachen passieren und die passieren hier halt nicht mehr. Wir können das Gerät bewegen während zum Beispiel einer Dekontamination, dann kommt auch VHP, also gasförmige Desinfektionsmittel, kommen an alle Stellen im Innenraum ran. Okay. Und das gesamte Gerät ist dann so sauber, wie du einen Menschen eigentlich nie sauber kriegen würdest. Willkommen bei GMP Unfiltered, dem Podcast mit spannenden Experteninterviews, Real Talk zu GMP-Herausforderungen und den neuesten Trends und Innovationen aus der Life Science-Welt. Presented by ELAB. Herzlich willkommen zum Podcast GMP Unfiltered by ELAB. Mein Name ist Dominik, ich bin der Host dieses Podcasts und heute erfahrt ihr einiges zum Thema automatisches Wechseln von Sedimentationsplatten in Isolatoren. Hallo Benjamin, herzlich willkommen. Hallo, ich bin froh hier zu sein. Ich starte eigentlich immer direkt rein in die ganze Folge mit einer Frage. Welche Lösung, zu welchem Problem hast du uns denn heute mitgebracht? Wir sehen hier auf dem Tisch für die Hörer ein Edelstahlgerät mit solchen Platten, ähnlich in der Firmenlogofarbe von uns, hinten im Hintergrund. Und das hat so lustige Greifarme und sieht so ein bisschen aus, als hätte es ein Liftsystem. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Genau. Also was wir hier haben, ist die Libra. Das ist ein neues Gerät von letztem Jahr von unserer Firma und das geht darum, Sedimentationsplattenwechsel zu automatisieren. Das Ganze ist relativ simpel gehalten. Wir haben 2 so Lifts, auf denen Sedimentationsplatten gelagert werden können. Und was das Gerät tut, ist, nachdem man es belädt, automatisch zählen, wie viele Platten drauf sind und dann nach einer voreingestellten Zeit automatisch eine Platte nach der anderen exponieren, sodass es Keime sammeln kann, auf passive Sammelart. Und was man damit eigentlich erreichen kann, ist, dass nicht mehr alle 4 Stunden ein Mensch eingreifen muss, sondern nur noch alle 24 Stunden, wenn man die vorgeschriebenen 4 Stunden sammelt. Und ja, damit reduziert man eben Unterbrechungen im Isolator. Jetzt habe ich schon 2 ultra wichtige Fragen, aber vorher würde ich dich gerne kurz vorstellen. Du bist der Benjamin Daniel von MBV, du bist der Produktmanager, hast einen Doktortitel an der ETH erworben, ja. Wenn ich das richtig verstehe. Kannst du noch sonst ein bisschen was zu dir und zu MBV erzählen? Ja, ich fange mal mit mir an. Ich bin erst seit August bei der MBV. Ich habe davor an der ETH Mikrobiologie studiert und bin jetzt eben Produktmanager. Nicht nur der Einzige, wir sind ein Team von 3. Und ja, ich bin eben sehr interessiert an Mikrobiologie. Das ist auch das, was mein Hintergrund ist. Und jetzt in meinem Industriejob geht es eben darum, dass man mit diesem Wissen zusammen mit den Bedürfnissen, die in der Pharmaindustrie herrschen, einen Mittelweg findet, um Produkte anbieten zu können, die funktionieren für den Anwender. Und es ist eine recht spannende Änderung, weil davor habe ich eben Forschung betrieben, da waren große Fragen im Raum und man hatte nicht wirklich genaue Vorstellungen. Jetzt hat sich alles ein bisschen geändert. Jetzt bin ich an konkreten Fragen beteiligt und in einem Team lösen wir die Fragen zusammen und dann kommen eben solche Geräte bei raus. Das Gerät habe ich jetzt nicht entwickelt, ich bin zu neu dafür. Das ist rausgekommen, bevor ich in der Firma angefangen habe. Aber ja, ich bin jetzt auch schon involviert an einigen Entwicklungsprojekten und es ist relativ spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Super, danke. Jetzt hast du, um auf meine Fragen zurückzukommen, jetzt hast du gesagt, Sedimentationsplatten. Jetzt, wenn wir schon mal einen Mikrobiologen hier haben, was ist eine Sedimentationsplatte? Weil ich aus meiner Sicht zum Beispiel könnte das vielleicht oberflächlich erklären, das würde aber dann auch schon ausreichen. Und dann, was meinst du mit Passivmessung? Weil ich kenne das von diesen Luftkeimsamplern, die man gängig auf dem Markt hat, wo man eine gewisse Menge Luft über die Platte drüber zieht. Ja, gerne. Also, wenn man hier diese Petrischalen, das sind jetzt 90 mm Petrischalen, gibt es von vielen verschiedenen Anbietern
Und passives Luftkeimsammeln bedeutet, man legt die Platte einfach nahe an der Arbeitsstelle aus. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas abfüllt oder irgendwas mischt, dann muss, oder auch in einem Isolator, muss in der Nähe an den kritischen Stellen so eine Platte auffliegen. Bei aktiver Luftkeimsammlung, wie du richtig gesagt hast, das ist das, was MBV auch meistens macht, solche aktiven Luftkeimsammler wie der Sirius zum Beispiel, die würden jetzt hier eine voreingestellte Menge Luft mit hoher Geschwindigkeit drüber ziehen. Was dann passiert ist, dass durch die Trägheit der größeren Partikel, wo die Mikroben dran sind, dass die abgeschieden werden vom Luftstrom, auf der Platte kleben bleiben. Beim passiven Luftkeimsammeln, da simuliert man mehr den realen Zustand. Man hat nur den Luftstrom, der sowieso an dem Arbeitsort herrscht. Und alle Bakterien oder Keime und Partikel, die sowieso sedimentieren würden, durch einfach größeres Gewicht oder Dichte als die Luft, landen auf der Platte. Das simuliert quasi den Zustand für das Objekt, mit dem man arbeitet. Und ja, dafür wird so eine Platte eben einfach ausgelegt. Und heutzutage heißt es, dass kontinuierlich ausgelegt werden muss. Im Annex 1 vom EU-GMP-Reglement ist das festgeschrieben. Und so eine Platte darf maximal 4 Stunden ausliegen, um eben solche Sachen abzudecken. Irgendwann trocknet die dann auch aus, deswegen die 4 Stunden. Okay. Und jetzt sagst du am Arbeitsort. Das bedeutet in einer Abfüllanlage, das kann aber auch in einer sonstigen Manipulation sein, also überall, wo ich quasi an einem halboffenen Produkt arbeite, gehe ich mal von aus. Genau, es muss kontinuierlich gemessen werden, das machen wir hier drüber. Und es wird vorgeschrieben, dass 2 Methoden gleichzeitig angewendet werden müssen. Da ist das Kontinuierliche ganz gut. Das ist eine Methode mit der Sedimentationsplatte. Und dann kann man das kombinieren mit einem aktiven Sammler, wo eben so wie die Luft drüber geblasen wird, so wie ISO-Geräte. Oder man nimmt Online-Methoden, was so modernere Geräte mit Laser Spektrometrie quasi, können die identifizieren, was für Partikel da durchkommen, ob das lebendige Partikel sind oder ob das wahrscheinlich nur Staub ist, der leblos ist. Und man muss eben mindestens 2 Methoden gleichzeitig anwenden und das wäre jetzt eine davon. Das ist die älteste Methode, die wir haben. Okay, und du hast gesagt, man muss. Also man muss bedeutet, das ist vorgeschrieben. Ich nehme an, in einer Guideline, in einer ISO-Norm. Ja. Du hast den Annex 1 erwähnt. Genau. Ist das quasi die Guideline, die das vorschreibt, oder gibt es dann noch weitere, die zu beachten sind? Es gibt natürlich den EU-Annex 1, aber die amerikanischen und internationalen Reglemente von fast allen Ländern schreiben eben sinngemäß dasselbe vor. Also wenn man jetzt FDA-Regeln oder von den Pharmakopien die Regeln anguckt, dann ist das meistens dasselbe. Man braucht 2 Methoden, die parallel funktionieren. Eine davon muss kontinuierlich messen und beim aktiven Messen wird häufig dann zwischenzeitlich einen Auszug gemacht, einfach nur 10 Minuten, 1000 Liter, das ist so der Standard. Das macht man dann häufig am Anfang, in der Mitte und am Ende vom Prozess, um eben diese Vorgaben einhalten zu können. Okay, super. Jetzt, ich denke, bevor ich auf die weiteren Fragen eingehe, möchtest du uns mal kurz zeigen oder wollen wir mal kurz zeigen, wie der ganze Bewegungsablauf ist oder wie das gewechselt wird, was das Gerät macht? Ja, sehr gerne. Es gibt hier nur einen Knopf, damit das einfach mit Handschuhen zu bedienen ist und der blinkt auch schön, damit man ihn auch findet. Jetzt macht er nochmal einen Check für die Servomotoren drin. Also meine Kinder würden jetzt sagen, das bewegt sich so wie Transformers ein bisschen. Ja, das klingt auch ein bisschen so. Genau. Und jetzt haben wir hier die Platte oben. Die wird dem Luftstrom ausgesetzt und sammelt. Und das Gerät ist jetzt so eingestellt, dass es 1 Minute lang die Platte der Umweltluft aussetzt. Und wie man sieht, die Platte wird so hoch wie möglich gefahren, um eben oberhalb von dem Gerät zu sein, dass keine Luftströmungen, die vom Gerät entstehen, irgendwie interferieren mit der Sammlung. Das ist derselbe Zustand, den man hätte, wenn man eine passive Sammelplatte per Hand auslegen würde. Ja, genau. Und in einer Minute, also jetzt wahrscheinlich 30 Sekunden, wird er die nächste Platte, dann verschließt er die Platte wieder und nimmt sich die nächste, macht die auf. Okay, du sagst, du kannst mit der Plattenanzahl, die aufliegt, also vielleicht für die Hörer nochmal, die Sedimentationsplatte, diese Schale hat sich jetzt geöffnet, ist hochgefahren über das Gerät und in einer Art Zwischenlagerungsposition liegt dann der Deckel, der drauf kommt. Jetzt stellen sich mir ein paar Fragen. Ich nehme an, der Eingriff hier, den das Gerät macht, ist wiederholgenauer als ein klassischer Eingriff von Menschenhand.
Ja, genau. Also wir haben einmal komplett sterilisierte Anlage. Das heißt, ja, es ist schon immer lustig, dem zuzuschauen. Jetzt guckt er, dass da nichts mehr drüben liegt. Es ist halt sehr wichtig, dass keine Fehler passieren während des Ablaufs, sonst hat man ja nichts gewonnen. Ja. Genau. Also es ist wiederholgenau, es ist sehr präzise. Es kann auch verschiedene Plattentypen von verschiedenen, also solange es 90 mm Platten sind, von verschiedenen Herstellern akzeptieren. Und du hast halt nicht die Gefahr, dass irgendein Mensch einen Fehler dabei macht. Das Problem, das häufig auftritt bei diesen langen Expositionszeiten, ist, dass jemand mal die 4 Stunden verpasst und das Gerät die Platte liegt länger aus oder weniger lang oder jemand ist gerade am anderen Ende der Anlage und merkt, dass er jetzt eigentlich da drüben die Platte einsammeln müsste oder sowas. Solche Sachen passieren und die passieren hier halt nicht mehr, weil man das automatisch machen kann. Okay, das heißt aber im Prinzip, sobald das Ganze die 24 Stunden durch sind und ich die Platten wechsle, dann wechsle ich die jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, die genutzte Platte verschiebt sich jetzt aus meiner Sicht von rechts nach links, dann hole ich das Paket wieder raus und das wird ja nachher inkubiert. Das ist jetzt nicht, dass das Gerät da eine Bebrütung durchführen könnte, sondern das ist dann nach wie vor ein manueller Eingriff. Genau, das ist der einzige Eingriff, der noch da ist. Man muss die Platten wieder einsammeln und zum Bebrüten bringen. Das ist dann die normale, man wird nicht schneller dadurch. Also man hat immer noch seine 7 Tage, bis man wirklich das Ergebnis hat von der Inkubation. Was man halt noch gewinnt, ist, man hat es dokumentiert. Das heißt, es ist digital abgelegt, wann die Platte gesammelt wurde. Und die andere Sache ist die Platten werden jetzt auf die andere Seite gestapelt und sind dann eigentlich in der umgekehrten Reihenfolge da drauf. Was er am Ende macht, ist, er stapelt sie alle wieder zurück, damit sie wieder in der richtigen Reihenfolge da sind, damit man nicht durcheinander kommt. Genau. Okay, das heißt, wenn ich jetzt du hast gesagt, das ist relativ neu auf dem Markt, jetzt ein halbes Jahr, hast du gesagt? Ja. Wir sind jetzt im Februar 2026. Was ist denn konkret neu an dem Produkt? Seid ihr die Einzigen, die sowas herstellen? Oder ist der Vorgang jetzt, wie das gelebt wird, schon neu? Weil du gesagt hast, Passivsammlung ist ja eigentlich schon ein gängiges System. Passivsammlung ist gängig, automatisiert wurde sie bisher noch nicht. Es gibt inzwischen auch andere Firmen, also ich weiß von einer anderen Firma, die ein ähnliches Gerät herstellt. Ich weiß noch nicht, ob sie schon auf dem Markt sind oder noch in der Pre-Phase, aber soweit ich weiß, ist das einzige Gerät zur Automatisierung, das jetzt schon frei erhältlich ist und wir sind auch deutlich kompakter. Und dann natürlich hat man mit MBV eine Firma, die relativ viel Erfahrung in dem Bereich hat. Es sind sehr viele Tests hinter dem Gerät, dass das Ganze auch für den Bereich anwendbar ist. Mit der Erfahrung, die man aus den aktiven Luftgeheimsammlungen eben gewonnen hat, konnte man viele der Bedürfnisse, die Anwender haben, im Isolator eben schon abklären mit Kontakten, die man hat, was dafür gesorgt hat, dass das Gerät im Prinzip alle Wünsche erfüllt, die man so hat, wenn man ein Gerät in dem Bereich einsetzen möchte. Das heißt, wir haben heute schon Wir hatten schon eine Folge, die war, um den Podcast vorzustellen. Da gingen wir auch auf Kundenwünsche ein. Wir machen ja das ähnlich wie ihr auch. Ich nehme an, ihr hört dem Kunden zu, respektive der Kunde kommt bewusst zu euch und sagt dann, wir hätten gerne Anwendung ABC verbessert und ihr nehmt euch dem an. Da haben wir verschiedene Kanäle. Als Produktmanager also wenn du möchtest, kann ich das auch stoppen. Ich frage mich nur gerade, ob es den Zuhörern nicht zu sehr stört. Aber sonst ist ja ein Knopfdruck weg. Ja, also. Ich glaube, lass uns doch das mal jetzt, wenn es in die ausgefahrene Position gegangen ist, dann schauen wir uns das mal später an, was wir da so für. Ja, mach ich mal einfach komplett aus. Sehr gut, ultra spannend. Ja, also, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich ist es. Für MBV ist es das Wichtigste, dass der Kunde nachher zufrieden ist mit dem Produkt. Wir produzieren in der Schweiz, das kommt mit einigen Nachteilen, aber was wir eben haben, ist der Vorteil, dass wir höchste Qualität haben und dass wir nahe an vielen Kunden sind. Es gibt eine starke Pharmabranche hier. Wir haben gute Kontakte mit vielen von diesen Pharmafirmen. Und was passiert ist, dass bereits in der Entwicklung der Produktmanager zum Beispiel, also meistens Produktmanager oder Projektleiter, auf diese Kontakte zukommen,
teilweise mit Prototypen hingehen, mit CAD-Zeichnungen und schon für die ersten Prototypen Feedback einholen. In der Ideenfindungsphase ist es auch wichtig, da sprechen wir mit den Leuten, die wir kennen, die in QC arbeiten, die in der Umweltkontrolle arbeiten. Was braucht ihr? Was stört euch im Moment? Und das geht über den gesamten Entwicklungsprozess, über die gesamte Lebensdauer des Geräts hinweg. Das heißt, es wird immer mit den Kunden gesprochen, es gibt immer Kontakt mit Usern, um eben Verbesserungen für uns reinzufordern. Was jetzt eben mit den neueren Geräten toll ist, man hat ein Gerät gekauft. Früher war das dann für immer das Gerät, wie es ist. Heutzutage haben wir nicht nur die Hardware-Komponente, sondern auch die Software-Komponenten. Das heißt, wenn jetzt ein User irgendwelche Features bräuchte, dann könnte man da eine Custom Solution für finden. Aber selbst für Hardware-Solutions, wenn ein Nutzer das Bedürfnis hat, irgendwas Spezielles zu bekommen, dann kann man darüber reden. Weil wir sind eine Firma, die ist relativ klein, relativ flexibel und wir haben komplette Kontrolle über die Wertschöpfungskette. Wir stellen die Geräte selber in der Schweiz her. Die Firma, die sie herstellt, die Femron, ist Teil der Gruppe, in der die MBV auch ist. Das heißt, wir können flexibel Lösungen erarbeiten, mit dem Kunden zusammen und anbieten. Das haben wir zum Beispiel für einige Kunden schon gemacht. Die haben zum Beispiel einen Griff gewollt für einen von unseren aktiven Sammlern. Und dann hat man das gemacht und der Kunde ist sehr glücklich damit, dass man die Lösung hat einbauen können. Jetzt stelle ich mir vor, Wertschöpfungskette in der Schweiz, im Prinzip die ganze Wertschöpfungskette in der Schweiz, ist natürlich mit einem sensiblen Thema, nämlich dem Preis, verbunden. Ja, genau. Das kennen wir sind ein dänisches Unternehmen auch ein Stück weit. Wie ist dann die Akzeptanz? Also ich meine, der Mehrwert, der hier geschaffen wird, ist ja deutlich. Ja. Ich muss ja diese Eingriffe validieren. Das Genau. heißt, im Prinzip reduziere ich das Risiko extrem und bin ja, wie du gesagt hast, auch wiederholgenauer. Dann könnte man erwarten, dass die Kunden auch bereit sind, für diesen Mehrwert auch mehr Geld zu bezahlen. Jetzt, Ja. wie ist deine Erfahrung in deiner Zeit, wo du jetzt bei MBV bist? Wie kommt das an? Wie ist die Akzeptanz bei den Kunden? Also ich muss sagen, als ich in die Firma reingekommen bin, war ich relativ skeptisch, weil ich habe mir gedacht, das wird in der Schweiz hergestellt und es gibt Firmen auf der ganzen Welt, die ähnliche Produkte herstellen. Jetzt nicht sowas, aber aktive Sammler, Luftkeimsammler. Und ich muss sagen, die meisten Kunden sind einfach von der Qualität und vom Service, den wir anbieten, überzeugt und bleiben, wenn sie mal bei der MBV sind, auch gerne bei der MBV. Für neue Kunden muss man dann eben gucken, dass man diese Rechnung ihnen vorstellt, weil man hat eben einen Return of Investment für den Kunden, dadurch, dass sie einsparen an Unterbrechungen in der Anlage, an Wartungskosten, an Unsicherheiten. Weil jede Minute, die Anlage steht, wenn die Anlage 20 Minuten steht, dann hast du wahrscheinlich das Gerät gekauft. Wenn du das dadurch einsparst, dass du dieses Gerät einsetzt, dann ist das schon amortisiert. Das sind solche Rechnungen, die sich die Personen, die diese Kaufentscheidung tätigen, eben machen müssen. Und wir können sie dabei unterstützen, indem wir diese Rechnungen eben schon mal vorzeigen. Jetzt hast du im Vorgespräch ja gesagt, also das Gerät kann man kaufen, aber man muss die Linie oder die Abfüllstelle, den Arbeitsplatz, den muss man umbauen. Genau. Das bedeutet, ich brauche da sicherlich eine gewisse Zeit, wo das abgeschaltet ist, wo ich das wieder neu validieren muss. Ich nehme an, da unterstützt ihr ja extrem, aber was muss ich mir vorstellen unter ich muss die Anlage umbauen? Genau, also das Gerät ist relativ kompakt, aber es ist noch größer als so eine Sammelplatte. Und im Moment sind häufig Sammelplattenhalter verbaut, die quasi ein Stiel sind, auf dem die Sammelplatte balanciert ist, in der Nähe von der Arbeitsstelle. Jetzt muss man natürlich einen Platz finden, wo man dieses Gerät einbaut. Und häufig wird das in der Isolatorenlinie, wird diese Entscheidung getroffen, wenn die Isolatorenlinie konzipiert wird. Wenige Isolatorenlinien haben noch den Platz, um zusätzliche Geräte zu verbauen, nachdem sie konstruiert sind. Das heißt, wenn die mal gebaut ist, dann läuft die für 20 Jahre oder wie lange auch immer die Lebensdauer von der Anlage ist. Und das heißt, wenn man die Entscheidung treffen möchte, sowas einzubauen, dann ist es am besten, das vorher zu tun. Wir haben jetzt auch von Kunden gehört, die tatsächlich Platz hatten, um das Gerät noch einzubauen. Das ist dann gut konzipiert worden, würde ich sagen. Da ist mit ein bisschen Luft gearbeitet worden, dass man später was machen kann. Aber natürlich ist auch der Raum, also einfach die Fläche in so einem Reinraum unglaublich teuer. Deswegen sind die meistens sehr kompakt gebaut.
Okay, also da kann man eigentlich zusammengefasst für mein Verständnis jetzt mal sagen, so der Mehrwert ist klar, dass du im Prinzip weniger Eingriffe hast. Du hast es, wie wir schon mal ein paar Mal gesagt haben, wiederholgenau. Könntest du noch 1, 2 Mehrwerte hinzufügen? Oder? Die Datensicherheit auf jeden Fall. Also es wird alles digital abgelegt. Es kann direkt über zum Beispiel Modbus oder andere Verbindungen in das elektronische Dokumentationssystem der Anlage eingebaut werden. Das heißt, sämtliche Tätigkeiten, die das Gerät macht, die genauen Beladungszeitpunkte, die genauen Plattenwechselzeitpunkte sind alle abgelegt, automatisch zugreifbar von der zentralen Ressource her. Es lässt sich auch von dort steuern. Das heißt, der Knopf hier, der muss nicht bedient werden können. Das kann natürlich auch gesteuert werden über die zentrale Steuerung. Und es gibt auch eine Wi-Fi-Möglichkeit, wenn da jetzt kein Platz mehr wäre, um das einzubauen. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Dann 6 Platten, A4 Stunden, das ist genau ein Tag. Häufig arbeitet man ja in 3 Schicht, weil eben die Anlagen so teuer sind. Das heißt, man kann genau eine Person einmal am Tag anweisen, das zu machen. Das heißt, man spart sich quasi die Einweisung von zu vielen Personen in die Aufgabe. Und ja, ansonsten, es gibt relativ wenige bewegliche Teile. Das heißt, es ist nicht sehr anfällig auf Fehler. Und natürlich hat man das gesamte Service-Team von MBV im Hintergrund. Man kann in der Schweiz direkt bei uns anrufen. Man hat Leute, die rangehen, die Englisch und Deutsch können. Man hat Servicetechniker, die das Gerät in- und auswendig kennen. Und dadurch, dass wir so eine relativ kleine Firma sind, sind wir gut vernetzt. Wenn jetzt eine kompliziertere Frage kommt, dann kommt die bei mir an oder bei dem oder wenn es eine technische Frage ist, kommt sie bei dem Entwickler mit an und dann wird geholfen. Spannend. Was mir auch noch so ein bisschen aufgefallen ist, dass sich das Gerät sehr, ich sage jetzt nicht langsam bewegt, aber sehr kontrolliert. Ich kann mir zum einen vorstellen, dass es die Sicherheit ist, dass der Plattenwechsel sauber funktioniert, dass nichts runterfällt. Zum anderen sagt man ja eigentlich im Reinraumbereich, man soll sich sehr langsam bewegen. Ja. War bei der Entwicklung mehr die Sicherheit der Fokus oder war es mehr das langsam Bewegen im Reinraum, um nicht den laminaren Flow zum Beispiel zu stören? Ja, ein sehr guter Punkt. Also der laminare Flow soll ja nicht gestört werden, deswegen. Aber was auch sehr wichtig ist, ist hier die Präzision, damit die Plattendeckel immer wieder auch auf den Platten landen. Das ist alles mit reingeflossen. Und ja, wie du hier siehst, ist auch recht viel offen. Das heißt, die Motoren sind dahinter. Und das ganze Gerät muss ja auch steril sein können. Das heißt, wir können das Gerät bewegen während zum Beispiel einer Dekontamination. Dann kommt auch VHP, also gasförmige Desinfektionsmittel, kommen an alle Stellen im Innenraum ran. Okay. Und das gesamte Gerät ist dann so sauber, wie du einen Menschen eigentlich nie sauber kriegen würdest. Das heißt, die Gefahr, dass was abgeschüttelt wird von dem Gerät und dann nachher die Platte kontaminiert und einen falschen positiven ergibt, ist sehr gering. Das löst also eigentlich löst dieses Gerät richtig viele, ich sag's mal, Problemchen, die so eine passive Luftkeimsammlung eigentlich mit sich bringt. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, eben, dass die Eingriffe, ich kann 24 Stunden tracken, habe ich das richtig auch verstanden oder wenn ich die Logik verstanden habe, dass sich das nachher in der richtigen Reihenfolge wieder im Magazin aufbringt, weiß ich quasi, in welcher Reihenfolge die Platten ausgelegt waren. Genau. Wie würde das dann jetzt mal rein provokativ gefragt sein, wenn ich das manuell mache? Dann würde man hoffentlich ähnlich vorgehen. Aber was man heutzutage auch hat, ist, dass die meisten Platten haben einen QR-Code oder einen maschinenlesbaren Code auf der Seite. Für die Zuhörer hat so ein kleines Etikett dran. Genau. Mit einem QR-Code und da ist noch ein Ablaufdatum drauf, Produktionsdatum, also die gängigen Dinge, die man so kennt. Und dieser QR-Code ist eindeutig für jede Platte und dann kann man die auch scannen und an den jeweiligen Ort legen. Und das kann man dann natürlich verbinden mit der elektronischen Datenverarbeitung von dem Gerät selber. Und dann hat man, wenn man das ohne das Gerät macht, würde man es nur über die Plattenauslegung machen und dann würde irgendjemand manuell entweder nochmal den Ort abscannen, an dem er sie auslegt, oder heute passiert das häufig noch händisch, dass das auf dem Papierzettel draufgeschrieben wird oder in ein Tablet, wo die Platte ausgelegt worden ist. So würde man es per Hand machen. Also das heißt, ihr erhöht tatsächlich auch oder wenn man jetzt fragen würde, welches Problem löst es noch zusätzlich, wirklich die Dokumentationssicherheit oder die Datensicherheit, dass ich die Gewissheit habe, in der 8. bis 12. Stunde war Platte
X im Einsatz. Genau. Jetzt haben wir vom Isolator gesprochen, wir haben schon von Arbeitsplätzen gesprochen. Wo kommt es denn konkret zum Einsatz? Gibt es noch weitere Anwendungen? Ja gut, im Prinzip kann man es überall einsetzen, wo Sedimentationsplatten eingesetzt werden. Das ist am wichtigsten sind die Features im Isolator selber. Man kann theoretisch sämtliche anderen Stellen damit auch automatisieren. Auch im C&D-Bereich, also um die Isolatoren herum oder könnte man dieses Gerät auch aufstellen, um die Stellen zu überwachen. Kann man machen. Dort ist es auch einfacher, das Gerät anzubringen, weil da auch viel mehr Platz herrscht. Das Gerät kann auch mobil eingesetzt werden. Ich kann das ja mal umdrehen. Gerne. Es gibt die Möglichkeit, eine mobile Stromquelle anzubringen. Die kann man sich selbst aussuchen im Prinzip. Aber solange man 24 Volt liefern kann das Gerät quasi auf einem Stativ an jeder Stelle angebracht werden. Das heißt, wenn man jetzt theoretisch eine Schimmelsporensammlung in irgendeinem Haus machen würde oder sowas über einen längeren Zeitraum, dann könnte man das auch mit dem Gerät machen. Dann könnte man das zum Beispiel auf einen Rollwagen stellen mit einem Stativ oben drauf und an die Stellen anbringen, wo man es sammeln würde. Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass man es in der Forschung einsetzen kann, wenn man über längere Zeiträume einen gewissen Ort beproben möchte. Und nicht, ich kenne das aus der Forschung noch, nicht die Nachtschicht und den Tagesschicht gleichzeitig schieben möchte, dann ist das auch eine Möglichkeit. Okay, jetzt hast du Forschung erwähnt, jetzt hast du gesagt, eben, wir haben ja deinen Werdegang schon gehört. Wenn du jetzt für dich selber so ein Fazit ziehen würdest, wie weit ist die Arbeit im Mikrobiologiestudium oder an einer Hochschule weg von deinem heutigen Alltag? Es ist recht viel Neues. In der Hochschule, da arbeitet man zwar auch im Team, aber im Prinzip hat jeder sein eigenes Projekt und ist komplett, also zumindest bei meinen Projekten war das der Fall, ist Projektleiter, Projektmanager, Projektplaner, alles in einem. Jetzt bei der MBV, wir sind ein Team. Es gibt zu viele komplexe Aufgaben, als dass das eine Person alleine machen könnte. Ohne das Team geht gar nichts. Und das ist bei der MBV zum Beispiel super funktioniert. Das Team, die Leute können alle miteinander reden. Wir haben kleine Wege, wir sitzen in einem Großraumbüro und können miteinander sprechen, zu jedem Zeitpunkt, wenn eine Frage auftritt. Meetings sind sehr kollaborativ. In der Forschung ist es teilweise relativ komplex in einem Meeting, weil jeder hat sein eigenes Projekt und es sind völlig unterschiedliche Projekte. Und dann muss man sich erstmal wieder reindenken, was hat der andere mir jetzt vor einem halben Jahr erzählt, als ich das letzte Mal gehört habe. Hier arbeiten wir alle zusammen an den Projekten dicht auf dicht. Und deswegen ist so ein Meeting dann auch gleich viel involvierter. Jeder hat immer gleich gut was beizutragen. Und ich finde das auch, das ist ein gutes Gefühl. Ist was anderes, oder? Ja. Du hast auch gesagt, eben früher war es an der Hochschule große Fragestellungen. Jetzt sind es, glaube ich, eher, ich sage es mal plakativ, Probleme des Kundens, die an euch herangetragen werden. Siehst du da eine Parallele oder siehst du da mehr wie soll ich das am besten erklären, nicht parallel, aber siehst du dort eigentlich, dass die kleinen Fragen für vielleicht nur aus der Sicht des einen Kunden eine sehr große Frage sein können? Da wir es mit Umweltmonitoring zu tun haben, sind die Fragen relativ vorgeschrieben von den Annex 1 zum Beispiel. Wir haben dann viele Kunden, die genau selben Probleme haben. Deswegen, es sind kleine Probleme im Sinne von, es sind nicht wirklich kleine Probleme, es sind sehr wichtige Probleme, es sind halt eng umrandete Probleme. Du kannst das Problem ganz genau beschreiben. Was bei den Forschungsaufgaben in der Universität das war Grundlagenforschung für mich. Es gibt Leute, die machen angewendetere Sachen. Da sind die Fragestellungen sehr groß, sehr offen. Man erkundet eben die Umwelt, man lernt Neues. Hier wissen wir genau, wo wir hinwollen und müssen mit Kreativität und mit den vorgegebenen Grenzwerten eben eine Lösung finden, die, wenn möglich, für mehr als einen Kunden passt. Es gibt natürlich dann auch Kunden, die spezielle Fragen haben.
Und dann kann man mit dem eben zusammenarbeiten, speziell, wie vorher erwähnt, mit dem Griff oder andere Sachen. Wenn es spezielle Anwendungen gibt, gibt es auch Lösungen. Und wenn jemand eine konkrete Frage hat, ist es auch viel einfacher, sie zu beantworten. Das ist in der Forschung anders. Dann machen wir es so. Ich stelle meine letzte Frage immer als vielleicht große Frage, vielleicht auch konkrete Frage. Welches Problem aus deiner Sicht oder aus der Sicht von MBV braucht denn als nächstes eine Lösung? Das ist eine sehr große Frage. Ja, ich muss eine Sekunde nachdenken. Du hast im Vorgespräch den Annex 1 erwähnt und die Genau. Auslegung. Ja, der Annex, das ist sehr nett von dir, danke. Also der Annex 1 ist ja erst letztes Jahr auf den neuesten Stand gebracht worden. Und es sind sehr viele Vorgaben drin. Und es ist fast wie ein religiöser Text im Sinne, dass es gewisse Spielräume lässt und Interpretationsspielräume. Und ich war letztes Jahr, durfte ich schon auf eine Konferenz, auf der teilweise Mitautoren vom Annex 1 da waren. Das war sehr spannend. Die haben auch beschrieben, dass das teilweise Absicht ist, um nicht den Weg für neue Wege zu verbauen. Allerdings führt das dazu, dass manche Firmen und manche Audits und manche Untersuchungsleiter von zum Beispiel Swissmedic und so weiter unterschiedliche Auslegungen vom selben Regelwerk haben. Was dazu führt, dass man sehr viel Unsicherheit hat. Man weiß nicht genau, ob der mich jetzt kontrolliert, dieselbe Idee von dem Regelwerk hat, wie ich als User von einem Gerät oder als Betreiber von einer Anlage, was für keinen von beiden gut ist. Und da wäre es ganz gut, wenn mehr Verständnis und mehr Auslegungssicherheit geschaffen wird, wenn die Leute wenn man da ein bisschen mehr. Also zusammengefasst könnte man eigentlich sagen, ihr würdet euch wünschen, eine Guideline, wie man den Annex 1 in der Realität oder in der praxisbezogenen Welt der Pharmaindustrie anwendet. Genau. Ja. Super. Besten Dank, Benjamin, dass du heute da warst. Gerne. Vielen Dank. Bitte. Wenn auch ihr irgendwelche Fragen zum Annex 1 habt oder eure Erfahrungen teilen wollt, dann dürft ihr das gerne machen. Wir sind auf YouTube, Spotify und Apple erreichbar oder auf unserer Website auf dem Kontaktformular. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine gute Zeit.